Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch einen Klassiker der österreichischen Mehlspeisküche und zwar Topfennockerl. Super schnell und einfach zubereitet und so flaumig, Leute, ich sag's euch, die müsst ihr probieren. Wir brauchen Topfen bzw. Quark, Eier, Puderzucker, Semmelbrösel, Mehl, Öl, eine Prise Salz und für die Brösel Butter, Semmelbrösel und Nüsse. Zuerst kümmern wir uns um die Semmelbrösel, dafür wird eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzt und die Butter zerlassen. Dann folgen auch schon die Semmelbrösel und die werden jetzt bei mittlerer Stufe, bei mir ist es so Stufe 4 bis 5 von 9, ständig gerührt, bis sie eine goldgelbe Farbe angenommen haben. Ja, und das kann ein bisschen dauern, also hier braucht ihr Geduld. Wenn die Brösel fast fertig sind, könnt ihr die Nüsse hinzufügen. Das ist eine optionale Zutat, aber ich finde, das gibt dem Ganzen so ein besonderes Aroma. Röstet die Nüsse nur ganz kurz mit, also 1 bis 2 Minuten und schaltet dann den Herd aus. Es folgt die Nockerlmasse und dafür gebt ihr alle Zutaten einfach der Reihe nach in eine Schüssel. Also Topfen, Puderzucker, Prise Salz, Mehl, Semmelbrösel, Eier und das alles wird mit einem Mixer ganz kurz verrührt. So sieht sie jetzt aus und ist noch viel zu weich zum Nockerlformen. Das heißt, sie braucht jetzt ungefähr 15 Minuten Ruhezeit. Deckt die Masse also ab, damit sie nicht austrocknet an der Oberfläche und lasst sie jetzt einfach für circa eine Viertelstunde stehen. Dabei nehmen die Semmelbrösel die Feuchtigkeit auf und die Masse wird dicker und lässt sich gut bearbeiten. In der Zwischenzeit kocht ihr einen Topf mit Wasser auf, gebt ein bisschen Salz mit hinein und wenn die Masse dann bereit steht, könnt ihr schon die Nockerl formen. Damit die Masse nicht an den Löffeln klebt, taucht ihr diese ganz kurz ins Wasser ein, nehmt euch eine kleine Portion davon und wendet diese zwischen den 2 Löffeln immer wieder so lang, bis ihr eine schöne Nockerlform bekommt. Ganz wichtig, das Wasser darf nur ganz schwach köcheln, denn sonst zerfallen euch die Nockerl gleich. Ihr kocht sie jetzt ungefähr 5 bis 8 Minuten lang und ihr nehmt sie nicht heraus, sobald sie an der Oberfläche schwimmen, denn da sind sie noch roh. Sie brauchen, wenn sie in der Oberfläche sind, noch ungefähr 2 bis 3 Minuten, bis sie fertig sind. Danach lasst ihr sie gut abtropfen und legt sie in die vorbereiteten Semmelbrösel. Wendet sie mehrmals und von allen Seiten darin und ihr könnt anrichten. Und auf diese Weise verfahrt ihr jetzt mit dem übrigen Nockerlteig. Bestreut sie mit Puderzucker und serviert sie mit Apfelmus oder Zwetschgenröster und weil ich persönlich mich nie entscheiden kann, gibt es bei mir immer beide Varianten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und die Mengenangaben passen, ja, dann habt ihr richtig schön flaumige Topfennockerl. Die sind nicht matschig in der Mitte, die sind nicht fest oder irgendwie gummiartig, die sind einfach nur flaumig. Ja, Leute, und das ist halt echt ein Dessert, auf das man sich schon freuen kann im Laufe der Woche. Also viel Spaß beim Nachkochen!